Warum frieren die Häuser in Russland nicht durch? Willkommen auf dem Kanal Urbanigel. Dies ist ein Kanal für Ökologie und Urbanistik. Heute sprechen wir über eine wichtige Umweltfrage. In Russland ist es kalt und es gibt viel Schnee. Ihre Häuser sehen genauso aus wie die Häuser in Rostock. Dennoch beträgt die normale Temperatur in einem russischen Haus etwa 25 Grad. Die Russen laufen zu Hause in T-Shirts und Shorts herum. Was ist also das Geheimnis, warum es bei ihnen so warm ist? Erstens, die Häuser haben Treppenhäuser. In Russland gibt es keine Mehrfamilienhäuser, in denen der Eingang zur Wohnung direkt von der Straße aus erfolgt. Zweitens, der Keller des Hauses wird ebenfalls beheizt. Drittens, die 3 Türen und ein Windfang. Wenn man eine Wohnung betritt, muss man 3 Türen öffnen. Die erste Tür ist eine Metalltür mit einer Gegensprechanlage. Im Inneren des Metalls befindet sich ebenfalls eine Isolierung. Übrigens sind Gegensprechanlagen in Russland sehr schlecht gesichert und man kann in jedes fremde Haus gelangen, wenn man für 2 Euro auf einer Kleinanzeigen-Webseite eine Universalschlüssel kauft. Und genau das habe ich gemacht. Jetzt betrete ich ein fremdes Treppenhaus. Hinter der Metalltür gibt es eine zweite Tür aus Holz. Sie hilft, die Wärme zu halten. Falls Sie denken, dass das nur in Russland so ist, liegen Sie falsch. In derselben Klimazone wie Hannover gibt es polnische Städte mit Windwegen in den Häusern. Zum Beispiel in einem Lidl-Supermarkt im Städtchen gibt es einen Eingang, 2 Türen mit einem Windfang dazwischen. Es ärgert mich unglaublich, dass deutsche Geschäfte ihre Türen weit offen lassen und die Straße bezeichnen. Jedes Mal, wenn ich durch Hamburg gehe, sehe ich eine Menge offene Türen bei kaltem Wetter. Gleichzeitig sparen diese Geschäfte angeblich Heizkosten, weshalb die Gäste in Cafés in dicken Winterjacken sitzen müssen, um nicht zu frieren. Viertens, ein Heizkörper direkt neben der Eingangstür. Er hilft, den gehitzten Bereich zu erwärmen und Schimmel zu vermeiden. Auf dem Video sieht man, dass es ursprünglich 2 Heizkörper gab, aber einer wurde gestohlen. Fünftes, das Treppenhaus wird ebenfalls beheizt. In einem 5-stöckigen Gebäude sollten Heizkörper mindestens auf 3 Etagen vorhanden sein, sowie ein zusätzlicher Heizkörper am Eingang, den ich bereits erwähnt habe. Sechstens, Dreifachverglasung oder doppelte Fensterrahmen. In allen Häusern in Russland gibt es entweder Dreifachverglasung oder doppelte Fensterrahmen, um die Wärme zu speichern. Übrigens befinden sich die Briefkästen in Russland im Inneren des Treppenhauses, damit sie nicht einfrieren. Das erschwert jedoch die Zustellung von Briefen, weshalb die russische Post sehr langsam ist. Außerdem sieht man im Treppenhaus eine Gasleitung oder eine nicht funktionierende Beleuchtung. Später im Video kann man sehen, dass im Treppenhaus im 4. Stock Blumen wachsen und nicht frieren. Ich laufe mit warmen Handschuhen durch die Straßen, denn draußen sind es minus 30 Grad und die Schnee knirscht unter meinen Füßen. Dank dieser 6 Faktoren frieren russische Häuser nicht durch. Ich bin der Meinung, dass mindestens die Hälfte davon in Deutschland eingeführt werden sollte. Doppelte Türen würden die Wärme erhalten. Ich hoffe, dass nach diesem Video in Hamburg die Türen nicht mehr weiter offen stehen und die Straße beheizt wird. Abonnieren Sie den Urbanigel-Kanal und unsere Gruppe in Telegram.